Samstagvormittag, der typische Tag. Ihr seid auf der Autobahn unterwegs und fahrt in ein Möbelhaus auf der grünen Wiese. Ja, da müsst ihr aber erstmal runter von der Autobahn und stellt also fest, mit dem kleinen Plan vom Samstagsshopping, da wart ihr nicht ganz alleine. Alle wollen genau an dieser Ausfahrt runter und dementsprechend staut sich der Verkehr schon die ganze Ausfahrt bis auf den Standstreifen und sogar am Standstreifen schon ein paar hundert Meter rückwärts. Und was ihr jetzt machen sollt, das erklären wir euch in diesem Video. Mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC-Clubjurist und wenn ihr rund ums Straßenverkehrsrecht und rechtliche Themen im Zusammenhang mit der Mobilität nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Jetzt fahrt ihr also auf diese Ausfahrt zu und wie gesagt, da stehen jetzt in der Ausfahrt die ganzen Fahrzeuge schon auf dem Standstreifen hinter und ihr müsst jetzt ja blitzschnell überlegen, soll ich mich jetzt damit anstellen oder fahre ich an diesen Fahrzeugen eben vorbei? Es ist durch die Rechtsprechung ja klargestellt, dass es keinesfalls zulässig ist in den Fällen, in denen eben auf den durchgehenden Fahrspuren Stau herrscht, dass man nicht an diesen vorbeifahren darf auf dem Standstreifen. Es gibt auch einen Bußgeldtatbestand, die Nummer 88. Da heißt es, Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtsfahrens benutzt. Das kostet 75 € dann und einen Punkt. Und es gibt sogar Urteile zu der Schuldfrage, was eben passiert, wenn ihr das tut und dann euch doch vorne wieder auf die durchgehenden Fahrstreifen reinmogeln möchtet. Wer mit seinem Pkw den Standstreifen einer Autobahn benutzt, um an den auf der Fahrbahn im Stau stehenden Fahrzeugen vorbei zur nächsten Ausfahrt zu gelangen, dann aber wieder auf die Fahrbahn wechselt und dabei auf die Rücksichtnahme durch den dort nachfolgenden Verkehr vertraut, der hat seinen Schaden allein zu tragen, wenn ein Sattelzug auffährt. Ja, ihr überlegt euch natürlich, dass das hier jetzt ja ein anderer Fall ist, weil ihr wollt ja gerade nicht auf dem Standstreifen schneller vorankommen. Es gibt ja keinen Stau auf den durchgehenden Fahrstreifen. Aber euch kommt das in den Sinn, was ihr in der Fahrschule gelernt habt. Nämlich, die Standspur ist eben nicht Bestandteil der Fahrbahn und sie dient nicht dem normalen Fahrverkehr und darf nur auf polizeiliche Weisung genutzt werden. Aber wenn ihr jetzt versuchen würdet, weiter vorne irgendwie in die Ausfahrt reinzukommen, also an den Fahrzeugen auf der Standspur vorbeizufahren, dann habt ihr eben erstens mal das Problem, dass ihr vorne euch irgendwie da eben reinmogeln müsstet und zweitens würdet ihr ja zunächst mal dann eben auf dem rechten Fahrstreifen stehen bleiben müssen und da besteht eben die Gefahr, dass euch ein anderes Fahrzeug auffährt oder sogar ein LKW und die Folgen kann man sich ja dann eben ausmalen. Ja, also diese Situation könnt ihr eigentlich nur lösen, indem ihr eben an diesem ganzen Stau vorbeifahrt, an der Ausfahrt vorbeifahrt, bis zur nächsten Ausfahrt fahrt und dort wieder wendet. Das hilft natürlich nur dann weiter, wenn ihr ein bisschen Ortskenntnis habt, wenn ihr also wisst, wann die nächste Ausfahrt kommt und dass euch dasselbe nicht in die Gegenrichtung dann auch blüht, weil da könnten ja genauso viele gerade zum Möbelhaus fahren wollen. Ja, weil wie gesagt, die Alternative wäre ja, dass ihr euch eben auf den rechten Fahrstreifen dann stellt und eben versucht, irgendwie in diese Ausfahrt reinzukommen. Aber da ihr eben nicht wisst, mit was für einem Tempo hier auf diesen ja freien Fahrspuren gefahren wird, scheint es doch sehr riskant, es so zu handhaben. Deshalb ist es letztlich anzuraten, sich ausnahmsweise in der Situation dann doch auf dem Standstreifen hinten anzustellen. Aber ich sage es nochmal ganz klar, es ist eigentlich nicht zulässig. Nur ist es eben so, dass spätestens, wenn so etwas dann mit einem Bußgeld geahndet würde, der Bußgeldrichter so eine Sache einstellen würde, weil ja dieses Verhalten irgendwo letztlich dann doch gerechtfertigt ist. Und genau deshalb gibt es zu diesem Thema auch keine Entscheidungen, weil halt eben in der Verfolgungspraxis der Polizei dieses Verhalten letztlich toleriert wird. Ja, die zuständigen Behörden sind halt aufgefordert, an den Stellen, wo sowas ganz häufig zu beobachten ist, dass man da eben diese Ausfahrten dann länger baut, damit diese Situation nicht entsteht. Ja, ein Dauerbrenner ist natürlich auch immer Rechtsfahren und Rechtsfahrgebot und da könnt ihr euch auch dieses Video hier gleich noch im Anschluss anschauen
Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.